Wir reden über Kunst bei Art Talk, dem Kunstpodcast aus Saarlor Lux. Wir treffen KuratorInnen und KünstlerInnen dort, wo sie gerade ausstellen. Mit uns entdeckt ihr zeitgenössische Kunst und außergewöhnliche Kunsträume in unserer Region. Werdet Teil von Galeriegesprächen, Ausstellungseröffnungen und Finissagen. Art Talk hört ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Art Talk. Diesmal sind wir im Museum St. Wendel und treffen uns mit Mane Hellenthal in deren Ausstellung Nature Morte. Sie hat gerade eröffnet und läuft bis 9. Juni. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören, eure Verena Feldbausch. Herzlich willkommen, Mane Hellenthal. Mane Hellenthal ist eine Künstlerin aus dem Saarland. Sie ist in Saarbrücken geboren, hat zunächst Goldschmiedin gelernt, dann studiert an der Hochschule der Bildenden Künste Saar, und zwar Malerei bei Professor Bodo Baumgarten und Neue Medien bei Professor Ulrike Rosenbach. Und daran schloss sie ein Aufbaustudium Künstlerisches Gestalten und Therapie an der Akademie der Bildenden Künste in München an. Und das war 2001. Arbeitest du seitdem als freie Künstlerin oder wie war dein Weg dorthin? Ich arbeite seitdem als freie Künstlerin. Ich habe diese Kunsttherapie-Ausbildung gemacht, um eventuell noch einen Brotjob zu haben, sagen wir mal so, ne? Und habe aber währenddessen schon gemerkt, ich finde es wahnsinnig interessant, aber ich möchte nicht als Kunsttherapeutin in der Klinik arbeiten. Ich möchte ab und zu mal einen Job machen, das mache ich gerne, aber nicht fest. Seit dieser Ausbildung arbeitest du als freie Künstlerin? Genau. Mhm. Dein Schaffen ist sehr vielseitig, was man hier sehr schön in der Ausstellung sehen kann in St. Wendel. Und zwar zum einen, was die Technik betrifft. Ja? Also du zeigst hier Malerei, Zeichnung, Fotografie und Rauminstallation. Lass uns gerne zu den einzelnen Formaten mal gehen und dazu was sagen. Also natürlich einem fällt auf, wenn man in beide Ausstellungsräume kommt, dass das Thema der Blumenstrauß ist. Und der wird ja in verschiedensten Formen dargestellt. Hauptthema, ne? Das Hauptthema ist der Blumenstrauß. Also zunächst möchte ich mal auf die Fotoabzüge kommen. Das sind ja Blumen in einer Blumenvase. Das kommt, weil diese Blumen stammen entweder von alten Alben, wo mir aufgefallen ist, dass bei allen großen Festen Blumen im Hintergrund standen. Und das waren ja oft auch wichtige Ereignisse, prägende. Und die Blumen sind dann quasi, habe ich rauskopiert aus diesen Fotos als Stellvertreter für das Ereignis. Dann habe ich später angefangen, alle Situationen, wo Blumensträuße aufgetaucht sind, die für mich eine Bedeutung hatten, habe ich angefangen, die zu fotografieren. Ich habe einen riesen Konvolut an Blumensträußen und das ist nur ein kleiner Teil, der verarbeitet wurde. Es kommen Blumensträuße vor, die bei Taufen fotografiert wurden, bei Hochzeiten, Begräbnissen, Geburtstagen oder wenn man irgendwie für irgendwas geehrt wurde. Und solche Blumensträuße sind das. Genau, also die Blumensträuße stehen inhaltlich für was? Ja, die stehen für mich. Ich weiß das muss der Betrachter nicht wissen, aber um eine Arbeit irgendwie einfach einen Blumenstrauß zu nehmen, den zu malen, das trägt nicht für mich als Künstlerin. Ich muss da irgendein Konzept hinten dran haben. Und das sind halt diese autobiografisch geprägten Blumensträuße. Ne? Ich arbeite fast immer mit Fotovorlagen. Ne? Was mich auch noch interessiert, ist die Technik. Was machst du da genau? Also ich verfremde diese Fotos. Ne? Manchmal kehre ich sie auch um, dass sie negativ werden, dass sie auch zu dem Fotothema sehr gut passt. Und habe Methode herausgefunden, die zu bearbeiten, dass sie wie ein Aquarell wirken. Und eine zweite Sache, die natürlich total auffällt, ist die Größe der Blumensträuße. Die sind ja fast menschengroß. Ja. Das war mir auch sehr wichtig für das Konzept, dass dieser Blumenstrauß dem Betrachter wie ein Wesen gegenübersteht. Ne? Den Unikum, ein Wesen, so wesenhaft werden sie dadurch. Ne? Es ist ein Riesenunterschied, ob man irgendwas klein zeigt oder groß. Ne? Blumensträuße könnten ja auch vielleicht kitschig sein. Ne? Das ist zum Beispiel auch eine Methode. Wenn die aus ihrer Normalgröße rausgenommen werden, entweder ganz klein oder ganz groß, das ist schon der erste Schritt der Entfremdung und die so aus diesem Lieblichen ein bisschen rausnehmen.
Und da es sich jetzt hier nur um Blumensträuße handelt oder ausschließlich um Blumensträuße handelt, kann man auch von einer Serie sprechen, also einer Werkserie. Wie heißt die? Zierde. Die habe ich, die habe ich so genannt an einem Punkt, vorher hieß es Gebinde. Dann hat mir das nicht so gut gefallen. Ich bin dann auf Zierde gestoßen und habe das dann als Leittitel. Also die Blumen haben die einzelnen Bilder haben keine Titel, sondern die fallen alle unter diese Serie Zierde, egal wie groß es sind, egal ob sie gemalt sind oder Fotografien. Das Hauptthema sind die Blumensträuße in der Ausstellung. Es gibt aber noch eine zweite Reihe, die heißt Finistère. Was ist darunter zu verstehen? Also das Thema Umwelt beschäftigt mich schon die ganze Zeit. Ich will das aber nicht irgendwie 1:1 aufnehmen oder illustrieren, aber dieses Bedürfnis, mit Natur darzustellen, ihrer Bedrohung, das hat sich unterschwellig auch in meine Arbeit reingeschlichen. Ne? Und diese Finisterre-Bilder, die zeigen halt die Bedrohtheit der Natur, die Bedrohtheit der Pflanzen, sind sehr düster, ne? Und es kommt immer Graphit in den Bildern vor und Schiefer. Es gibt also sind in Grautönen quasi, in verschiedenen Grautönen gemalt und um so bestimmte Stimmung zu erzeugen. So ein bisschen apokalyptisch. Und der Titel der Ausstellung hier heißt ja Naturmord. Und das passt ja dann auch im entfernten Sinne auch zu diesem Titel. Weil Finistère bedeutet Ende der Welt. Ja, genau. Es gibt verschiedene Orte auf dieser Welt, die Finistère oder Fisterra oder einfach Ende der Welt heißen, in Portugal, in Spanien, in Frankreich. Und das hat mich schon immer wahnsinnig fasziniert, diese Idee, dass die Welt aufhört. Ne? Und dass man irgendwo hinkommt und da hört die Welt auf. Und das ist aber ein poetischer Titel, der sich auch auf diese Bedrohung der Welt dann übertragen hat. Ja? Und kann man sagen, dass die Blumen, die ja doch eine ganz leichte Farbigkeit haben, dass es so eine Hoffnung ist? Oder dass die Ich arbeite nicht so, dass ich dann sage, ich mache mal ein Bild, wo Hoffnung drin steckt oder so. Das ist so ein Prozess, der sich entwickelt. Also wir haben vorhin beim Durchgehen ja festgestellt, dass das allererste Bild aus dieser Serie farbig ist und das zuletzt entstandene auch. Ne? Und das kommt aus irgendeinem Bedürfnis. Ich hatte vorher das Bedürfnis, wirklich in diesem Schwarz-Weiß- oder Braun-Schwarz-Tönen zu bleiben und wirklich mich darauf zu reduzieren. Und das entsteht dann während dem Prozess so. Und ich könnte mir vorstellen, dass da jetzt noch mehr farbige Bilder folgen. Ich weiß es aber noch nicht. Ne? Das ist ein Prozess. Ich denke dann aber nicht dran, dass ich jetzt was mache, ich hatte einfach das Bedürfnis aus mir raus, mal wieder in die Farbe zu gehen. Ja, ja. Genau, das erste Bild, was man sieht, wenn man reinkommt in das Museum, das ist ja im Treppenhaus aufgehängt, das ist 2017 entstanden, hast du gesagt. Und die Blumenbilder hier, die Zierde-Serie ist wann? Also ich habe angefangen, diese Fotos zu sammeln seit 2019. Ja. Und habe dann einen malerischen Zweig und einen fotografischen Zweig daraus entwickelt. Draußen im Gang vor diesen beiden Ausstellungsräumen sind ja auch Zeichnungen zu sehen. Ja, es sind Durchdrückzeichnungen. Ne? Die entstehen aber aus einer Zeichnung. Genau, und dann quasi hast du dann die Rückseite genommen und das schraffiert, oder? Genau. Ja, und da sind auch Blumen. Das sind auch Blumen. Also wenn mich ein Thema gepackt hat, packt mich das auf allen Ebenen. Und dann mache ich auch kleine, schnelle Sachen, die für mich aber sehr, sehr wichtig sind in dem Thema. Die entstehen dann halt auch. Ne? Und ich finde die auch, also es geht mir nicht um die Größe an sich, weil manche Sachen wirken halt groß, andere entfalten ihr Wirken im Kleinen. Ne? Genau. Und außerdem ist auch Malerei dabei. Also ich meine, Malerei auch in verschiedensten Größen jetzt. Ne? Ja. Hier sind jetzt Schwarz-Weiß. Ist Ölmalerei, Ölmalerei, wo ich auch die gleichen Sträuße aus meiner Fotosammlung quasi in kleinerem Format gemalt habe. Ne? Ich wechsle auch immer von Acryl zu Öl und weil ich möchte mich nicht beschränken auf ein Medium. Für mich ist wichtig diese Abwechslung. Da mache ich dann aber immer ganz viele in einer in einem zum Beispiel von diesen Ölbildern gibt es auch ganz viele. Ne? Und die farbigen Bilder sind eher Acryl? Oder? Ja. Ja, die sind eher Acryl. Und jetzt nochmal zu diesem 12-teiligen Bild. Da sind jetzt auch Blumensträuße drauf und da ist so eine Farbschicht davor, so eine
Das sind die Blumensträuße auf weißem Papier gemalt, relativ schnell und visiert. Aber auch eine Vorlage, die bezieht sich auch auf diese bestimmten Blumensträuße und sind dann wieder zugemalt mit rotbrauner Farbe, bis sie fast kaum noch zu erkennen sind. Ne? Manche sind deutlicher, manche weniger, manche haben wie so ein Licht hinten dran. Und das ist und das gefiel mir sehr in diesem Block, ne? Wie so Sammlung von Pflanzen oder was unter so einer Milchschicht oder Schneewittchensarg liegt. Ne? Das sind alles Blumen aus der Vergangenheit. Das bezieht sich auf dieses Verschwinden auch so ein bisschen. Ja. Und also das ist jetzt in so hellbraunen Holzrahmen und es gibt in dem anderen Raum auch noch kleine Schwarz-Weiß-Fotografien, die auf solchen Art Holzbänken aufgebaut sind. Woran handelt es sich dabei? Ja, die Arbeit heißt eigentlich Wanderer und bezieht sich auf den Wanderer über den Nebelmeer. Also diese Fotoarbeit bezieht sich auf das Gemälde von Caspar David Friedrich, Der Wanderer über dem Nebelmeer von 1818. Das ist eine Sammlung von Fotos, die sammle ich schon seit 10 Jahren. Da steht der Mensch immer vereinzelt in der Landschaft und betrachtet die Landschaft. Das habe ich damals angefangen, da hatte ich im Gefängnis ein Projekt mit Gefangenen. Und diese Arbeit, diese Kunst am Bauarbeit hieß Wanderer über dem Nebelmeer, weil am Schluss wir haben ein großes Bergbild gemalt und am Schluss standen die Gefangenen vor dem Bild und haben posiert wie der Wanderer über dem Nebelmeer. Da hat das angefangen. Seitdem fotografiere ich immer vereinzelte Menschen, die vereinzelt in der Landschaft stehen und die betrachten. Teilweise stammen die Fotos auch aus Werbung, wo das Thema auch oft benutzt wird. Also Ausdruck von Zweisamkeit. Oft sind es 2 Personen in der Werbung, die zusammen in die Zukunft oder in die Weite schauen. Ne? Und das hat mich auch gereizt, solche Fotos dazuzunehmen. Das sind nicht viele. Die anderen habe ich alle selber gemacht und über die Jahre gesammelt. Es war ja jetzt Caspar David Friedrich, ja. Und da ich diese Fotos schon hatte, habe ich gedacht, die muss ich jetzt doch mal ausgraben und bearbeiten. Die werden ja auch alle auf die gleiche Größe und in Schwarz-Weiß transformiert. Das ist furchtbar viel Arbeit. Und die sind jetzt auf diesen Bänken drüben zu sehen. Und ich fand, dass das zu dem Thema Naturmord auch im weitesten Sinne ganz gut passt. Über die Vergänglichkeit haben wir eigentlich schon gesprochen, also gerade im Zusammenhang mit den braunen Blumenbildern. Der Titel der Ausstellung heißt ja Naturmord, also Stillleben. Was erwartet die Besucherinnen? Na gut, ein Stillleben im allgemeinen Sinn ist ja eher ein Blumenstrauß, tote Tiere und andere Objekte, die zusammen angeordnet sind. Sowas ist es natürlich nicht. Es bezieht sich tatsächlich hauptsächlich auf diese einzelnen Sträuße. Ne? Aber das Naturmord ist ja da auch zutreffend quasi. Ne? Ja. Blumen sind abgeschnitten, die leben nicht mehr, sind aber immer noch schön. Also es passt schon sehr gut. Dieser Titel umfasst halt diese ganze Ausstellung mit ihren kleinen Nischen, die noch irgendwie zu sehen sind. Ne? Genau. Ist auch schön, das Wort gefällt mir gut. Ne? Das stimmt. Französische. Ja. Und das letzte Bild ist jetzt eben ein bisschen anders. Also das letzte Bild, was du in dieser Ausstellung gemalt hast, also vor kurzem gemalt hast, ist ganz bunt. Ja. Kannst du dazu noch was sagen, bitte? Also ich hatte irgendwie das Bedürfnis, mal was Buntes zu machen, aber nicht, weil ich irgendwie denke, jetzt habe ich so viel Schwarz-Weiß gemacht, jetzt kommt was Buntes dran. Das ist immer so ein Entwicklungsprozess, wo dann plötzlich anfängt, anderes Element noch mit reinzuspielen. Die sind ja auch schon da hinten, die beiden sind ja auch schon eher farbig. Ne? Also das sind die beiden Blumenbilder in Öl. Im Gegensatz zu den Fotos. Und das ist einfach so ein Prozess. Ich weiß auch nicht, wie es weitergeht, ob ich weiterhin mehr in die Farbe gehe oder das kann ich noch gar nicht sagen. Das wird sich erweisen. Und ich tue oft diesen Impulsen folgen, die einfach wenn der Arbeit halt auf mich zukommen und mache mir erstmal gar nicht so viel Gedanken, sondern greife die einfach auf. Ja. Und was so einen Kreis schließt, ist, dass das erste Bild und das letzte beide farbig sind. Genau. Was wir noch erwähnen möchten, ist natürlich auch der kleine Raum, in den man hier gehen kann, wo man Dias sieht. Was passiert in diesem Raum? Das ist Arbeit, wo Dias, Reisefotos, die kommen auch aus meiner Familie, kann ich ja sagen,
auf ein Bild projiziert sind. Und diese Dias zeigen so die Aufbruchszeit in den 50er, 60er Jahre, wo man wieder angefangen hat zu reisen, wo die Welt erkundet wurde, wo Fliegen was ganz, ganz, ganz Tolles war. Ne? Wo das so groß, so in die Ferne gehen, was so eine Aufbruchsstimmung vermittelt hat. Ne? Die Arbeit heißt auch Verheißung, weil das war wie so ein Neubeginn, wo man dachte, die Welt wird erschlossen. Man dachte noch nicht an Umwelt, an nichts dergleichen, sondern hat es einfach genossen. Und das hat mich auch im Nachhinein auch mit Melancholie erfüllt, quasi so ein bisschen, weil die Zeiten sind auch irgendwie nicht mehr so. Ne? Und es hat alles zwei Seiten. Und ja, und das wollte ich halt in dieser Arbeit, diese Fotos sowieso, das sind aber wirklich Fotos, die ich nicht gemacht habe, sondern die aus dem Dia-Archiv von meinem Vater stammen, von meinem Opa. Und die ich dann auf dieses Bild von mir projiziere. Das macht dann mit den Bildern nochmal was und rückt es so ein bisschen in die Gegenwart. Und das Bild, auf das sie projiziert werden, das hast du gemalt? Das habe ich gemalt. Das ist eine Landschaft? Oder? Das ist eine Landschaft mit einem Kreis, der aussieht, als ob so ein UFO oder irgendwas aufsteigt. Ne? Ja. Das sieht so aus, erzeugt diese Wirkung. Und ich habe einfach dieses Bild genommen, weil das am meisten mit diesen Dias korrespondiert. Also das macht am meisten, es bewegt die so. Ne? Genau, und jetzt hatte ich noch eine Frage zu den beiden bunten Bildern mit den Vierecken. Also die gehören auch in die Reihe der Zierdebilder. Es geht wieder um Blumensträuße, aber die sind bunt. Was für eine Technik hast du da angewandt eigentlich? Und da habe ich Fotos, die gleichen, die ich hier auch ausstelle, in groß, habe ich, um so überhaupt mir anzuschauen, im Computer ausgedruckt. Es gibt Plakatfunktionen, da kann man Fotos in jeder Größe ausdrucken und muss sie dann zusammenkleben. Ne? Und hat dann so Eindruck von dem Foto. Und ich mochte die aber auf ihre bisschen trashige Art und Weise, mochte ich die auch sehr gern. Habe dann überlegt, was ich daraus machen könnte und habe sie dann die Felder farbig gemacht und habe darüber noch eine Zeichnung projiziert. Und das ist auch jetzt entstanden in dieser... Das ist auch vor kurzem, fällt mir jetzt gerade auf, dass es auch bunt ist. Ja, genau. Ja, aber das Foto an sich, das ich da bearbeitet habe, ist auch schwarz-weiß. Da habe ich es auf eine andere Ebene einfach geholt durch diese Farbe und die Zeichnung. Genau. Und an was arbeitest du zurzeit oder kannst du das noch gar nicht sagen? Das kann ich noch gar nicht sagen, weil manche dieser Arbeiten sind tatsächlich brandneu, wie zum Beispiel das große bunte Bild da hinten und auch diese mit den Zeichnungen. Ne? Und ich arbeite ja immer bis kurz vor, auch diese Wanderer, die sind auch jetzt erst fertig geworden, kurz vor der Ausstellung, also die Bearbeitung von den Fotos und ja, wie es jetzt weitergeht, weiß ich noch nicht, aber ich denke, es ist nur mal malerisch herangehe in der nächsten Zeit. Ne? Sehr schön. Vielen Dank, Mane. Das war sehr interessant. Ja. Und ja. Ich danke dir auch. Ne? Es gibt öffentliche Führungen hier und ein Künstlerinnengespräch am Sonntag, den 26. Mai. Und alle Informationen findet ihr in unseren Shownotes. Und die Ausstellung geht bis zum 9. Juni. Also ihr habt noch jede Menge Zeit, ins Museum St. Wendel, ins Mia Münsterhaus zu kommen und Mane Hellenthals Ausstellung Naturmord zu erleben. Vielen Dank. Ich danke dir auch. Das war unser Art Talk mit Mane Hellenthal aus dem Museum St. Wendel. Schön, dass ihr zugehört habt und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, eure Verena Feldbausch. Dir hat Art Talk gefallen? Dann hinterlasse 5 Sterne und empfehle uns deinen FreundInnen. Mehr Infos zu dem Podcast findest du in den Shownotes und in unserem Blog. Sei wieder dabei, wenn es heißt, wir reden über Kunst bei Art Talk, dem Kunstpodcast aus Salor Lux.